Zwischen dem Liveball und dem Stephansdom ist noch ein langer, steiniger Weg. So formulierte Kardinal Christoph Schönborn vor geraumer Zeit als Absage an Gerry Kessler, den Organisator des Liveballs in Wien. Vor einigen Jahren wollte Kessler ein Konzert am Welt-AIDS-Tag im Stephansdom veranstalten und scheiterte am Widerstand des Kardinals. Doch Christoph Schönborn und der Liveball-Organisator haben in der Zwischenzeit viel miteinander diskutiert, auch im privaten Rahmen, und sind einander näher gekommen. Eine Frucht dieser neuen Freundschaft: Schönborn und Kessler luden am Freitag, dem Welt-AIDS-Tag, zu einem Gedenkgottesdienst in den Wiener Stephansdom. So wollte man an weltweit 36 Millionen AIDS-Tote erinnern. Markus Maschalek war für die Orientierung dabei. Im Gedenken an Menschen, die eine Infektion mit dem HI-Virus nicht überlebt haben, werden Fackeln entzündet. Es ist bereits zur Tradition geworden, dass man am 1. Dezember, am Welt-AIDS-Tag, auch in Wien das Thema AIDS in die Öffentlichkeit trägt. Neu jedoch das Ziel Stephansdom. Mein Anliegen ist, dass ich für die Menschen, die schon die Krankheit haben oder gestorben sind, einfach Respekt erweisen möchte. Weil jetzt heutzutage gibt es Behandlung und Therapie und man kann gut damit leben, aber früher wurden die Leute überrascht davon. Und das ist einfach mein Weg, um mein Mitgefühl auszudrücken. Ich glaube, es gehört viel aufgeklärt darüber, wie man sich überhaupt infizieren kann. Und ich glaube, über die Medikation wissen viele auch nicht Bescheid. Das soziale AIDS ist nach wie vor vorhanden. Ich spüre es am eigenen Leib, bin selber betroffen. Weltweit leben Schätzungen zufolge 37 Millionen Menschen mit dem HI-Virus, darunter 1,8 Millionen Kinder. Das Thema wird häufig tabuisiert und ist auch hierzulande oft mit Vorurteilen behaftet. Wir sind im Hinterm Ötztal zu Hause, gell? Und es ist bei uns ein sehr großes Thema, nach wie vor. Die gleichgeschlechtliche Liebe, auf jeden Fall. Es ist ein großes Thema, ein schwieriges Thema. Wir wohnen in einem Bergsteigerdorf. Da wird man durchaus ausgegrenzt, nach wie vor. Ja, mit Streitereien und Ausgrenzungen hat noch nie jemand was erreicht. Ich habe mit dem Kardinal in den letzten Jahren einen sehr, sehr intensiven und sehr freudigen Dialog auch. Und dass die Entscheidung jetzt fällt, dass der Welt-AIDS-Tag im Stephansdom und vor allem unsere verstorbenen Freunde gewürdigt werden können, das ist eigentlich eine sehr junge Entscheidung. Ich bin sehr, sehr glücklich. Vor einem Jahr der Wiener Kardinal und der Liveball-Organisator gemeinsam beim Red Ribbon Concert. Nicht nur dort staunten viele über die Dialogbereitschaft. Auch bei der Veranstaltungsreihe Talk der katholischen Gemeinschaft Emanuel sprachen beide offen über das Abbauen von Vorurteilen. Und jetzt gibt es eben die wichtige Geschichte und jetzt erzähle ich sie halt einmal. Darf ich? Wir haben darüber gesprochen, am Welt-AIDS-Tag, am 1. Dezember, ein barockes Konzert im Stephansdom zu machen. Ja. Und ich habe damals den Brief erhalten, eine liebe Absage, wie ich es nenne, ja, vom Herrn Kardinal. Ja, also von mir formuliert und unterschrieben. Ja. Mit dem schönen Satz: Zwischen dem Liveball und dem Stephansdom ist noch ein langer, steiniger Weg. Ja. Er hat sich entwickelt, ich habe mich entwickelt. Auch die Situation hat sich verändert. Und ich glaube, heute war es einfach stimmig. Statt vor Kirchentüren zu demonstrieren, wie noch bei Fackelzügen vor einigen Jahren, reicht man nun das Licht weiter. Erstmals feiert man gemeinsam einen konfessionsübergreifenden Gottesdienst im Stephansdom mit dem Mozart-Requiem. Um der weltweit 36 Millionen Menschen zu gedenken, die an AIDS gestorben sind, kamen auch Politiker, Religionsvertreter und Kulturschaffende. Vor ein paar Jahren starb meine Freundin Hertha und kurz vor ihrem Tod sagte sie zu mir: Ich bin so neugierig auf das, was jetzt kommt. Mit diesem Satz stärkte sie meinen Glauben, den Glauben an die Auferstehung und das ewige Leben. Hilf uns, jede Ausgrenzung und Diskriminierung zu durchbrechen. Lass uns hinsehen und achtsam sein. Lass uns immer wieder Schritte machen auf die zu, die anders sind als wir selbst. Nicht
andere ausrichten. Das, liebe Freunde, das kann unser Land verändern. Lieber Pater Christoph, deine Vision, deine Unterstützung und insbesondere deine Freundschaft sind es, die diesen Gottesdienst ermöglicht haben. Interessant und berührend, weil ja gerade die Homosexualität und die katholische Kirche ziemlich einige Probleme miteinander haben. Und ich finde das ganz, ganz großartig, dass das jetzt stattgefunden hat heute. Es ist wirklich ein historischer Tag eigentlich. Es war einfach auch herrlich, den Gottesdienst mit dem Live-Wahlbüro vorzubereiten. Die Fürbitten, die Lesungen, man hat über den Glauben ausgetauscht. Was ist denn wichtig? Was bewegt jeden? Schauen wir mal, wie sich das jetzt weiter tut, dass sich andere Türen öffnen. Ja? Dass es nicht nur hier bleibt, sondern dass dieses Licht, was weitergereicht wurde, dass sich das verbreitet und verteilt, dass wir noch viel mehr diese Nächstenliebe irgendwie spüren untereinander und auch unsere Türen öffnen für Menschen, ja, egal wo sie herkommen.